Wir haben einen Veröffentlichungsplan. Das Biopic wird kommen und zwar mit einem Jahr Verspätung. Alle Infos rund um das Michael Jackson Biopic gibt es in einer neuen Folge MJ Update. Viel Spaß! Hallo zusammen, ich bin euer Harry, ihr seid bei MJ Update, den Michael Jackson Kanal auf YouTube. Und die letzte MJ Update Folge drehte sich ja auch wieder um das Biopic. Ich habe euch alle News geliefert, die es aktuell dazu gab. Und kaum war die Folge abgeschlossen, kam auch der Veröffentlichungsplan von Lionsgate und Universal, die beiden Produktionsgesellschaften, die das weltweit vertreiben. Lionsgate stellt den Film her und vertreibt den Film auch in den USA, und Universal international macht also die internationale Vermarktung außerhalb der USA. Und kaum war die letzte Folge abgedreht, gab es auch schon den Veröffentlichungsplan, wobei das Wort Veröffentlichungsplan auch ein bisschen hochgegriffen ist. Es wurde einfach das Release-Datum gedroppt rund um das offizielle Michael Jackson Biopic. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, und wahrscheinlich habt ihr es auch schon gehört. Am 24. April 2026 wird Michael, das offizielle Michael Jackson Biopic, weltweit in die Kinos kommen. Das ist ein Freitag. In Deutschland laufen bekanntermaßen neue Filme nicht an einem Freitag an. Das ist in der Regel donnerstags, und die Vorpremiere ist in der Regel mittwochs, sodass mittwochs die Premiere ist. Also könnte es für Deutschland oder auch für einige Länder auf dieser Welt bedeuten, dass vielleicht schon der 22. April der Release-Plan ist. Oder eine Woche später, das wäre dann der, weiß ich nicht, 27., 28. April. Also das könnte dann auch eine Woche später sein. Was ich aber nicht glaube. Also ich glaube, der Donnerstag, der 23. könnte hier in Deutschland der Release des Michael Jackson Biopic-Films sein. Wir werden sehen, wie der released wird. Vielleicht entscheidet man sich ja trotzdem für eine weltweit einheitliche Veröffentlichung am 24. April, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ihr könnt ja mal kommentieren, vielleicht gibt es ja hier Filmfreaks unter euch, die das einschätzen können, ob ein Release an einem Freitag überhaupt möglich ist mit Premiere und anschließender normaler Veröffentlichung. Ja, das ist das offizielle Datum, und nebenher sind noch ein paar Randinfos in den letzten 2 Wochen veröffentlicht worden, und die möchte ich euch natürlich auch teilen. Die erste News ist vom 18. Juli. Da gab es die Meldung, dass in dem Biopic auch Mick Jagger thematisiert wird. Also Michael Jackson hat 1984 ja ein Lied mit Mick Jagger aufgenommen. Das ist State of Shock. Das ist auf dem Victory-Album der Jacksons drauf. Ist damals auch als Single released worden, war auch sehr erfolgreich in den Charts, gehört aber nicht zu den Klassikern rund um Michael und auch Mick Jagger. Mick Jagger ist übrigens der Leadsänger der legendären Rolling Stones, also auch eine Rockband, und damit ist Michael Jackson ja wieder eine Kooperation mit einem Rockstar eingegangen. Neben Eddie Van Halen bei Beat It an der Gitarre, Mick Jagger, der Leadsänger von den Rolling Stones, Steve Stevenson, der Gitarrist von Billy Idol, später halt auch Slash natürlich bei Black or White und noch einigen anderen Songs. Und damit setzte Mick Jagger auch diese Liste fort an Rockstars. Und im Biopic wird er gespielt von dem Schauspieler Ryan Smith. Und das ist eine neue Meldung eines Cast-Mitgliedes rund um das Biopic. Nachdem das da dieses Jahr recht ruhig war, da ist gar nicht so viel veröffentlicht worden, wer noch im Biopic mitmacht, wurde halt diese Meldung jetzt gerade am 18. Juli gedroppt. Am 24. Juli gab es einige Meldungen. Einmal, wie gerade schon erwähnt, vom Hollywood Reporter. Dort wurde bekannt gegeben, dass das Release des Michael Biopic eben im April 2026 stattfinden wird. Damit ist es ziemlich genau ein Jahr später veröffentlicht als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte es ja der 18. April werden, dann der 4. Oktober, und jetzt ist es der 24. April. Auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. So ein Datum kann natürlich wieder verschoben werden, ne? Da müssen wir einfach realistisch sein. Nur weil das Datum jetzt genannt wurde, heißt es nicht, dass in den nächsten, was sind das jetzt noch, 8 Monaten, das nicht irgendwann doch nochmal verschoben werden kann. Aber fingers crossed, wir drücken die Daumen.
Daumen drücken, dass der Termin gehalten werden kann. Rund um diesen Biopic sind noch ein paar Randinfos veröffentlicht worden. Einmal gab es die Meldung, dass das Biopic eben den Fokus auf Michael Jacksons Karriere legen wird. Auch hier hat das Online-Magazin Showbiz 411 von Roger Friedman. Roger Friedman ist ein Hollywood-Journalist, der viele Insider-Infos hat, aber der in der Vergangenheit auch zu Michaels Lebzeiten sehr kontrovers auch teilweise über ihn berichtet hat. Auch viele Falschmeldungen und Klatschmeldungen hat er verbreitet. Mittlerweile hat er sich so ein bisschen ja angenähert an den Estate und er berichtet auch viele Insider-Infos und hat häufig auch Insider-Infos, wobei die auch nicht immer 100% stimmen. Vieles baut auch auf Vermutungen auf und da muss ich einmal auf meinen Zettel gucken. Starten wir einfach mal mit der Meldung vom Hollywood Reporter. Dort heißt es, dass der Film auch eine IMAX-Veröffentlichung bekommt. IMAX sind ja Kinosäle, die besonders technisch eingerichtet sind, um Filme in einer besonderen Klang- und Filmqualität liefern zu können. Also ich habe noch nie einen IMAX-Film gesehen, aber ja, ich stelle mir das eben in sehr guter Qualität, Klang und Bild und Ton, also Klang und Ton sind ja das gleiche, aber so stelle ich mir das vor. Also er wird eine IMAX-Veröffentlichung bekommen und ich meine auch, dass IMAX-Veröffentlichungen häufig in 3D daherkommen. Also wird es eventuell auch eine 3D-Veröffentlichung von Michael geben. Zum Ende des Films wird gesagt, er wird enden, wenn Michael die Familienband verlässt, die Jacksons. Und ja, das fand ich jetzt interessant. Der erste Teil beginnt quasi mit Michaels Entstehung, also Kindheit, die Jackson 5, die Jacksons, Aufstieg zum Mega-Superstar, wahrscheinlich Off-the-Wall-Thriller. Wenn er die Familienband verlässt, dann kann das eigentlich auch nur noch For Bad sein. Und dann würde der Film eigentlich genau an der gleichen Stelle enden, wie damals der Zweiteiler The Jacksons An American Dream. Der Film von 1992, den Jermaine Jackson produziert hat, wo eben die Familiengeschichte der Jacksons erzählt wird, bis zum Zeitpunkt, wo Michael die Band verlässt. Das war bekanntermaßen bei der Victory Tour. Da hat Michael Jackson das letzte Mal mit seinen Brüdern eine ganze Tournee mitgemacht und zum Ende der Victory Tour hat er beim letzten Konzert eben mitgeteilt, dass das Ende mit der also mit den Jacksons, mit der Familienband ist. Und danach hat er sich eben auch um seine Solokarriere gekümmert. Es gab zwar noch vereinzelte Auftritte mit den Brüdern, aber die waren wirklich sehr, sehr selten. Also da fand nicht mehr viel statt. Hier ist es aber so, also hier sind Parallelen jetzt erkennbar, dass das Michael Biopic genauso enden wird wie The Jacksons An American Dream oder auf Deutsch hieß er Ein amerikanischer Traum. Der lief auch mehrfach in Deutschland im Fernsehen und ist auch auf DVD erhältlich. Einige hunken jetzt schon, dass es jetzt vielleicht auch nur ein Remake davon wird. Der The Jacksons Film von 1992 fand ich sehr gut und finde ihn immer noch sehr gut. Er baut sehr gut die Familiengeschichte auf, wie es damals war. Er blendet natürlich auch ein paar Sachen aus, wie zum Beispiel die Affären von Joseph Jackson mit der Halbschwester und so weiter. Das wurde nicht thematisiert. Und wenn jetzt The Jacksons oder wenn jetzt Michael der Film genau an der gleichen Stelle endet, würde mich das etwas enttäuschen, wenn er auch inhaltlich genauso aufgebaut wird wie eben damals der Film. The Jacksons An American Dream hatte den Nachteil, die durften gar nicht so viel Musik von Michael verwenden. Michael hatte nur Human Nature für diesen Zweiteiler rausgebracht. Das war damals übrigens ein Fernseh-Zweiteiler, der fürs Fernsehen produziert wurde. Und Michael Jackson hat eben seine musikalische Genialität zu unterstreichen, hatte er Jermaine nur erlaubt, Human Nature zu nutzen. Er durfte nicht Beat It, Thriller, Billie Jean, auch aus Off the Wall und so weiter sind keine Songs drin. Natürlich alles aus der Jacksons und Jackson 5 Zeit durfte verarbeitet werden. Da lagen die Rechte ja auch bei Motown.
Und Jermaine war ja auch damit dran beteiligt. Aber eben zur Karriere von Michael eben nur Human Nature. Und das wird natürlich jetzt anders sein. Bei Michael bedient man sich, also beim Michael Biopic bedient man sich am gesamten Katalog von Michael Jackson, also sein gesamtes musikalisches Schaffen. Da wird eben auch mitgegeben, dass über 30 Songs ja verarbeitet werden im Biopic. Das ist aber auch schon länger bekannt. Es heißt, dass die Fortsetzung, also dass man immer noch an, also das ist das Gute wiederum, man arbeitet immer noch an einen, man entwickelt immer noch einen zweiten Teil. Das heißt, es soll nach aktuellem Stand wohl doch noch einen zweiten Teil geben. Es wird dann quasi, das finde ich wiederum gut aufgebaut. Es gibt einen ersten Teil, der bei der Trennung der Familienband endet. Das ist ja auch ungefähr die Hälfte von Michaels Leben, Mitte der 80er. Und danach geht der Film, also wenn es eine Fortsetzung geben sollte von Michael, würde danach eben der zweite Teil, die zweite Lebenshälfte von Michael thematisiert werden. Und da wäre dann eben Bad, Dangerous, History, Invincible, also die großen Alben und mit all den Lebenskrisen und Geschichten, in denen Michael sich dort befand. Das würde ich gut finden, wenn das so stattfinden würde. Weil dann könnte man im ersten Teil wirklich sagen, Aufbau Familie, Aufbau zum Mega-Superstar und die ganzen, ja, Gerüchte um Michael Jackson, Anschuldigungen und auch diese immense, ja, negative Berichterstattung, dieses mediale Einschlagen auf Michael Jackson, das könnte man dann im zweiten Teil thematisieren. Und da ist der Bogen ja zwischen Thriller und Bad, da fing das ja an, dass sich die Presse eben negativ auf Michael einschoss. Das fing ja an mit seiner Hauterkrankung, was die Presse nicht verstand, und ging dann über zu diversen Anschuldigungen, Gerichtsverfahren, Missbrauchsprozess, den er gewonnen hat, bis hin zu seinem Tod, und das könnte man dann alles in einem zweiten Teil verarbeiten. Und da wäre ich wiederum d'accord, wenn es denn so stattfinden sollte. Wenn aber jetzt der Film, das große Michael Biopic, einfach genauso endet wie damals der Fernsehzweiteiler, dann wäre ich ehrlich gesagt schon enttäuscht, weil versprochen wurde uns vom Michael Jackson Estate ein vollumfängliches Bild über Michael Jackson und dass nichts ausgelassen wird. Weiterhin wird gesagt, dass eine erste Fassung um die 3,5 Stunden ging und im dritten Akt des Films musste in der ursprünglichen Fassung, die bisher im Rohschnitt wohl vorlag, musste man wirklich diese Geschichte rund um Jordie Chandler rausschreiben, weil es damals Gerichtsakten gab, in denen die Chandlers darauf bestanden, dass unter den Namen Michael Jackson oder unter Firmen, die mit Michael Jacksons Namen agieren, niemals Jordie Chandler dargestellt werden darf. Deshalb musste dieser Name und diese Geschichte rausgeschrieben werden. Und das wäre ja etwas für den zweiten Teil, wenn er denn kommt. Und da bin ich halt, also da wird es jetzt spannend. Klar, ich fieber jetzt natürlich auch zum 24. April nächsten Jahres hin, weil das Biopic interessiert mich natürlich und wie das umgesetzt wird. Aber ich hoffe und setze da weiterhin drauf, dass es einen zweiten Teil geben wird, wo eben die Geschichte danach weitererzählt wird. Das sind nochmal die ganzen Meldungen, die unter dem Hollywood Reporter veröffentlicht wurden. Am gleichen Tag hat auch sich Roger Friedman zu Wort gemeldet. Unter seinem Promi-Portal Showbiz 411 hat er auch nochmal verschiedene Einschätzungen mitgegeben. Und er schreibt nochmal zusammenfassend, der Film wird Michaels Leben als King of Pop feiern. Also es wird eine Celebration of Michael Jacksons Life. Es wird keine Dramen geben, kein Gerichtsdrama, keine Diskussionen über seine Verhaftung. Über die Anschuldigung wird es nichts geben und auch keine Gerichtsverfahren. Michaels Tod wird ebenfalls nicht thematisiert. Es wird wie das MJ-Musical, also MJ The Musical oder das Michael Jackson Musical, das ja in Hamburg und London läuft. In die Richtung wird das entwickelt sein. Jackson 5, Jacksons Erfolge von Michael in den 80ern, Ende. Der Film endet auf Michael Jacksons Höhepunkt, damit sein Andenken nicht beschmutzt wird, schreibt Friedman. Angeblich hat der Film eine normale Laufzeit von 2 bis 2,5 Stunden, also er wird weiter gekürzt. Der Film setzt den Fokus auf Entertainment, auf Michael Jacksons Musik, eher eine musikalische Unterhaltung als ein Dokumentarfilm, heißt es.
Unter all dem, was man jetzt hier so unter Friedman liest, muss man sagen, das hört sich schon sehr stark nach einem Remake von The Jacksons An American Dream an. Das unterstreicht das noch. Aber uns bleibt natürlich nichts anderes übrig, als bis April 24 zu warten. Ich bin immer noch begeistert. Ich lasse mir die Vorfreude noch nicht nehmen und letztendlich müssen wir es auf fertige Werk schauen und auf und auch die weitere Entwicklung des Biopics beobachten. Mich lässt es hoffen, dass ein zweiter Teil in der Entwicklung ist und denn irgendwann auch dieser zweite Teil kommt. Es sollte aber jetzt nicht Jahre danach rauskommen, sondern zeitnah. Ein halbes Jahr, maximal ein Jahr später. Und das Ganze lässt mich natürlich auch ein bisschen nachdenklich zurück, weil ich kriege natürlich auch hier in den Kommentarspalten manchmal auch Kritik von Kritikern zu Michael Jackson. Manche machen die Kritik freundlich, dann lasse ich das in der Regel auch drauf und versuche das sachlich zu kommentieren. Manche sind aber auch so teilweise unter der Gürtellinie, die lösche ich natürlich. Mein Kanal ist ein Safe Space für Michael Jackson Fans und wenn irgendwo was ja, Absurdes steht oder Vermutungen aufgestellt werden, Verschwörungstheorien oder einfach Falschmeldungen als Fakt dargestellt werden, bin ich in der Regel geneigt, das zu löschen. Und es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Was ist das für eine Person und was will die und was schätzt die ein? Ich bin geneigt, also zu kritische oder eben halt auch Kommentare, die unter der Gürtellinie sind, zu löschen. Das, wie gesagt, mein Kanal, also es ist ja mein Kanal, ich kann ja eh machen, was ich will. Es ist meine Entscheidung, Dinge zu löschen, die mir nicht gefallen. Und ich gehe aber nicht wahllos rein und lösche das. Also wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, dass auch viele Kommentare ich versuche auch zu erklären. Und manchmal erreicht man ja auch Leute, die dann sagen, ah okay, so war das. Das habe ich so gar nicht gewusst. Mir sind nur die Meldungen aus der Presse bekannt, dass Michael jenes und solches getan, gemacht oder gelebt haben soll. Und wenn man aber die Hintergründe erklärt, lassen sich ja auch Menschen davon ja aufklären. Aber das machen natürlich nicht alle. Es gibt natürlich auch Menschen, die leben in ihrer Bubble und die nehmen die Klatschmeldung als Tatsache rund um Michael. Und hier blende ich mal kurz einen Kommentar ein und der würde hier natürlich gut passen. Da fragt jemand, wer braucht diesen Film? Auf der Bühne nur Playback gesungen. Dazu, also das ist ja schon Blödsinn. Michael Jackson hat bis Ende der 80er über 1000 Konzerte gegeben mit den Jackson 5, mit den Jacksons und so weiter und hat da ausnahmslos live gesungen. Es gab ein paar Fernsehspecials, wo Michael Playback eingesetzt hat und auch in seiner späten Lebensphase hat er aus unterschiedlichen Gründen eben auch auf Playback und Teilplayback gesetzt. Aber die Tatsache, dass hier jemand schreibt, er hat nur Playback gesungen, ist natürlich absoluter Blödsinn. Im Schlafzimmer mit Jungs gespielt, das denn noch in Anführungsstrichen gesetzt. Da ist ja ganz klar, dass die Person, worauf die Person das anspielt, was natürlich auch Blödsinn ist, weil wenn die Person Gerichtsakten gelesen hätte, sich mit dem Prozess beschäftigt, mit den Hintergründen beschäftigt hätte, wäre jeden, ich sag mal, normal denkenden Menschen klar, oder wenn jemand das, normal denkenden Menschen ist jetzt auch doof gesagt, aber wenn jemand sich mit dem Fall befasst hat, und das macht ja einfach nicht jeder, weil der eben auch so komplex ist. Aber es gibt Menschen, die haben eben Gerichtsakten gelesen und die wissen, dass vieles von dem eben, oder das meiste eben, gerade was die Anschuldigungen betreffen, eben Blödsinn ist. Hochgradig PTBS, also durch Kindheit und Vater in Klammern, also psychisch krank ist er auch noch, kann nicht singen, mit Jungs gespielt, hochgradig psychisch krank und hat deshalb 1000 OPs gehabt. Also die Krankenakte von Michael Jackson, die psychologische Krankenakte, die Hausarztkrankenakte, die wurde ja nie veröffentlicht. Woher will die Person wissen, dass Michael Jackson hochgradig an psychischen Erkrankungen erkrankt ist? Was Blödsinn ist. Aber ich kann es halt auch nicht bestätigen oder absagen, weil ich kenne Michael Jacksons Krankenakte nicht. Was wir aber wissen, wir kennen den Obduktionsbericht. Und da steht natürlich ganz klar drin, dass Michael Jackson eine Hautkrankheit hatte und dass Michael Jackson am Körper 12 Narben hatte. Und
da ist natürlich fraglich, wie daraus hunderte von Operationen oder tausende Operationen, wie hier geschrieben wird, stattgefunden haben sollen. Also das sind natürlich alles Sachen, die eben fantastische Sensationsmeldungen sind, aber eben nicht der Wahrheit entsprechen. Schlaf nur mit Drogen. Gut, Propofol ist ein Narkotikum, also um eine Narkose einzuleiten. Ob das unter Drogen fällt, da bin ich jetzt nicht Mediziner genug, um das sagen zu können. Aber nur mit Drogen, das wird er auch nicht sein ganzes Leben lang. Aber er hatte natürlich eine lange Phase in seinem Leben, wo er Schlafprobleme hatte und hat natürlich auch sich von seinem Arzt Dinge verschreiben lassen. Und der Arzt hat es dann ja auch gemacht, was dann zu seinem Tod führte. Das ist natürlich unbestritten. Und er schreibt hier weiter, ich wette, kaum etwas davon wird gezeigt, damit die Millionen Fans nicht auf die Barrikaden gehen. Also noch einmal, wer braucht den Film? Ja, und da sind wir jetzt ein bisschen im Dilemma, weil solche Meldungen, wenn jetzt der erste Teil rauskommt, wird hier natürlich Feuer ins Getriebe werfen, dass die Medien sich wieder darauf einschießen, dass der Film ja überhaupt nichts Kritisches über Michael Jackson sagt. Und diese Gefahr sehe ich leider. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich will, dass der Film all diese Sachen anspricht, so dass das ein vollumfängliches Bild über Michael Jackson in der breiten Öffentlichkeit eben bekannt wird. Und deshalb wäre der zweite Teil auch wichtig, weil viele dieser Themen, die hier auch angesprochen werden, sind ja gerade Sensationsmeldungen und Klatschmeldungen und unbestätigte Meldungen und Meldungen, die sich aus Meldungen her weitergetragen haben, verselbstständigt haben und im Gedächtnis vieler Menschen leider immer noch verhaftet sind. Und das sollte der zweite Teil denn bitte spätestens aufklären. Das einmal eine Meldung von jemandem, der bei mir kommentiert hat. Diesen Post habe ich gelöscht, weil ich sah da nicht die Notwendigkeit, das bei mir stehen zu lassen und darauf auch einzugehen und zu antworten. Und bei so einer komplexen Fragestellung hätte im Kommentarbereich auch nicht funktioniert. Und ich glaube, die Person war auch schon so voreingenommen, dass sie gar nicht bereit war, auch ja, die Sichtweise der Millionen von Fans eben einzunehmen. Dafür verbaue ich das hier in diese Folge mit ein. Aber auch, weil das gerade auch ganz gut zu diesen Meldungen zum Biopic passt. Ne? Wenn man das wirklich so kürzt oder die Geschichte so schreibt, dass viele dieser Skandale nicht thematisiert werden, wäre das nicht gut. Aber vielleicht kommt es ja nicht. Vielleicht macht man ja im ersten Teil auch schon einen Aufbau, wie eben die Beziehung zu seinem Vater war, wie eben der Drill auf der Bühne war, wie Michael Jacksons Lupus- und Vitiligo-Erkrankungen, die Weißfleckenkrankheit, wie die sich entwickelt haben, um das dann im zweiten Teil, wie die Presse damit umgegangen ist und wie das medial ausgeschlachtet wurde, um dort weiter zu erklären. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Was denkt ihr über all diese aktuellen Meldungen und über diese Entwicklungen um das Biopic? Es ist immer noch ein Blockbuster. Alle, die daran beteiligt sind, schwärmen. Also Schauspieler, in der letzten Folge war ja Bibi, wie heißt er nochmal? Ich weiß gerade den Vornamen nicht mehr. Der Kameramann, Bibi hieß er mit Nachnamen. Dion Bibi, glaube ich. Der hat ja geschwärmt über die Dreharbeiten. Aber wir müssen weiter warten. Und ja, kommentiert ihr mal gerne, wie ihr das aktuell seht, diese Entwicklungen. Und damit sind wir für heute wieder am Ende. Das war MJ Update Folge 38, das neueste Update zum Michael Jackson Biopic. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Kommt gut durch den Sommer. Ciao!